Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. In diesem Video möchte ich ein bisschen darüber reden, was mit der DJI Osmo Action so los ist. Ich habe die jetzt ausgiebig getestet, ich habe sie in Berlin mitgehabt. Es gibt ein paar Vorteile und ein paar Nachteile, beziehungsweise ein paar gute Dinge und ein paar schlechte Dinge. Mehr dazu gleich. Hallo, mein Name ist Alex und auf meinem Kanal gibt es jede Menge Tipps und Tricks und Tutorials zum Thema Fotografie, Video, YouTube und natürlich Vlogs aus meinem Leben. Und wenn dir das Video gefällt, vergiss nicht, mir ein Gefällt mir dazulassen, schreib einen Kommentar, wenn du eine Frage hast oder mir das mitteilen möchtest und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, worum geht es eigentlich bei der Osmo Action? Die Osmo Action ist eigentlich ein direkter Konkurrent zur GoPro. Sie ist genauso klein. Der Akku hält gefühlt relativ lang. Ich meine, ich habe noch nie eine GoPro gehabt. Hier gibt es so einen Teil, wo man das einrasten lassen muss. Und hier ist auch ein Teil, was man einrasten lassen muss. Die beiden, damit der Akku drinnen bleibt. Die Sache ist die, wenn irgendeines von den beiden nicht richtig eingerastet sind, von diesen Sicherheitsverschlüssen oder diese Verschlussmechanismen, dann kann es passieren, wenn die Kamera runterfällt, dass der Akku rausgeht oder zum Teil rausgeht und ein einfaches Reindrücken hilft dann nicht mehr. So ist es mir passiert. Ich habe dann ein paar Minuten überlegen müssen, dann habe ich mal halt den Akku rausgenommen und wieder neu eingesetzt und dann hat es funktioniert. Was ich auch nicht ganz so toll finde an der Kamera, weil wir gleich bei den negativeren Sachen sind, wir haben immer die Option auch für ein D-Warp, das heißt, wenn man die Kameralinse hat hier, hat man ja ein sehr weites Sichtfeld, das heißt, man kann auch einen Fischaugeneffekt haben. Mit diesem D-Warp schaut er einfach, dass der diese Entzerrung, also dass das Bild entzerrt und somit relativ normal aussieht. Wenn ich dann dazu noch 4K, 25p oder 50p und Rocksteady eingestellt habe und das zum Beispiel als Profilspeicher, damit ich eben Quick Switch auf der Seite schnell in das Profil rein kann, dann manchmal merkt er sich einfach den Zustand von dem D-Warp nicht und manchmal schon, obwohl ich es eigentlich mitgespeichert habe, aber der dürfte offiziell gar nicht mitgespeichert werden. Ich meine, ich lasse den immer auf D-Warp, weil mich dieser extreme Fischaugeneffekt überhaupt nicht interessiert und trotzdem muss ich jedes Mal, bevor ich eine Aufnahme mache, kontrollieren, ist das Ding an oder ist das Ding nicht an. Das macht es ein bisschen mühsam. Also liebes DJI-Team, wenn ihr das seht, ich würde mir und ich wahrscheinlich andere auch wünschen, dass man sich diese D-Warp-Funktion auch mitspeichern kann. Ich meine, liefert ja eh immer super Software aus. Ansonsten, es ist total praktisch, ein großes und ein kleines Display zu haben, wenn man die Kamera vor sich hält, dass man dann schön sieht, okay, ja, ich bin im Frame. Wenn ich 4K filme, kann ich in der Post-Production, wenn ich jetzt zum Beispiel Full HD exportiere, noch ein bisschen was zusammenschneiden, also croppen. Ansonsten ist es sehr gut, aber aufgrund des 2/3 Sensors stellt sich doch relativ schnell ein Bildrauschen ein, wenn schlechteres Licht da ist. Ich mache jetzt eine Aufnahme, um euch zu zeigen, einfach wie auch der Ton klingt. Die kleine Kamera kann ich eigentlich so in meiner Hand halten. Das ist eine Aufnahme, wo ihr auch den Ton direkt von der Osmo Action bekommt. So hört sich das in der freien Natur an, wenn ich draußen bin und einfach rede oder vloggen möchte. Ich lege euch jetzt noch ein paar Videos drüber von Berlin oder vom Seminar, wo ich jetzt war, die ich auch mit der DJI Osmo Action aufgenommen habe, damit ihr ein Gefühl kriegt dafür, wie gut das mit dem ISO und dem Bildrauschen und der Bildqualität ist. Das Rocksteady habe ich versucht immer anzulassen. Wenn man allerdings jetzt eine Zeitlupenaufnahme macht, das heißt, ich schalte bewusst auf 8-fach Slow Motion zum Beispiel, dann ist einfach das Rocksteady aus und dann muss man schauen, dass man halt die Kamera auch dementsprechend ruhig hält. Wir sind da nämlich draußen und da kann man nämlich auch tolle HDR-Videos machen. Ich zeige euch jetzt mal kurz. So schaut das aus, wenn ich HDR filme. 8 Sekunden sollten reichen. Und jetzt gehen wir das Ganze machen wir 4K 25. Und so schaut das Ganze aus, wenn ich mit dem Farbprofil oder mit dem Kontrastprofil Cine-like filme und dann nur mehr den Kontrast anpasse. Also ich mache keine Farbkorrektur in der Post-Production. Nur damit ihr seht, wie das Ganze ausschaut. Ich zeige es euch einmal dann in Be Like Cinema und einmal mit korrigierter Farbe. So, Rocksteady is on. So, jetzt schalten wir kurz mal die Cine-like aus. Auch nicht schlecht, schaut fast HD aus. Da fahren wir da mal auch drüber.
Ihr seht immer die Kamera. Ja, zu den Fotos. Man kann natürlich mit dem Teil auch Fotos schießen. Ich habe mir meine Foto eingestellt auf 16:9, also man kann auch das Format auswählen. Mache ich mal ein Foto. Damit ihr seht, im hellen Tageslicht schaut das Foto gar nicht mal so schlecht aus. Machen wir mal kurz ein Foto. Bam. So, jetzt gehen wir mal in den Selfie-Modus, machen da ein Foto. Und schauen wir, dass die Hand nicht drauf ist. Die Garage auch nicht. So. Das sind die Fotos. Ansonsten ist es eigentlich ziemlich cool, mit 2 Bildschirmen zu arbeiten. Wie gesagt, sie ist sehr klein und handlich und lässt sich für sehr viele Sachen benutzen. Der Preis ist okay, habe ich jetzt nichts einzuwenden gegen den Preis. Bildqualität ist halt, ja gut, was erwarte ich mal? Ich meine, wenn ich jetzt mit einer spiegelgroßen Kamera oder mit einer Spiegelreflexkamera filme, dann ist da ein wesentlich größerer Sensor drin, nämlich ein APS-C oder ein Fullframe. Und da ist halt der 2/3. Ich meine, viel kann ich mal nicht erwarten. Ich habe es jetzt auf jeden Fall immer mit. Einfach aus dem Grund, die große Kamera hat den Nachteil, erstens, sie ist schwer und sperrig und zweitens, wenn ich eine Riesenkamera in das Gesicht jemand anderen halte, dann könnte das sehr schnell zu Unbehagen führen. Wenn ich aber jetzt so eine kleine Kamera, dann sehen es die Leute relativ entspannt bzw. scherzhaft. Was sehr nett ist, das heißt, mit der kleinen Kamera kann man auch ganz schnell einfach mal irgendwelche B-Roll-Aufnahmen machen, wenn man Lust hat, und sie ist immer dabei. Wenn dir das Video gefallen hat und du dir einfach zusätzliche Informationen über die DJI Osmo Action holen wolltest, dann hoffe ich, dass die Informationen zusätzliches noch in diesem Video da waren. Ich habe schon bereits ein Unboxing-Video gemacht, wo ich über die Settings drüber gegangen bin. Die Größe, die Formgröße, die Verpackung, die Einstellungsmöglichkeiten und das Setup. Und in dem Review wollte ich einfach nur meine Erfahrung der letzten Wochen euch mitteilen. Wenn es dir gefällt, lasst mir ein Like da, schreibe einen Kommentar, wenn du noch eine Frage zu DJI Osmo Action hast oder zum Unboxing-Video oder überhaupt zu meinem Kanal oder zu mir als Person. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!